halten es für eine gute Idee. Nein, du willst es doch. Mach. Bevor es allerdings in entlegene Winkel geht, müssen wir noch mal eben ein bisschen was zum Grillen besorgen. So, also das müssen wir euch mal eben erzählen. Wir sind hier gerade an einem Fleischgeschäft rangefahren und es sah irgendwie geschlossen aus. Wir waren nicht ganz sicher, ob das überhaupt offen hat, ob wir da überhaupt irgendwie was kriegen. Kommen da rein. Wir stehen erstmal in einem Restaurant, bis wir dann irgendwann erklärt hatten, dass wir Fleisch zum Grillen wollten. Wurde dann der Nachbar beigerufen, der machte dann irgendwie einen geschlossenen Raum auf. Da war dann mehrere Kühltruhen und eine Bandsäge. Und dann holt er da wirklich so ein halbes, was ist das eigentlich, Rind? Rind, ich hatte Rind. Dann holt er da eigentlich so ein halbes Rind irgendwie aus der Tiefkühltruhe, also größer als ein Kind. Und schmeißt das dann in die Bandsäge und schneidet uns da dann 6 Scheiben von ab. Bezahlt haben wir jetzt für diese 6 Scheiben, ich zeige euch das mal eben. Bezahlt haben wir jetzt für diese 6 Scheiben, was irgendwie große, dicke, fette Teile sind, 20 Euro. Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich frisch. Was wir gerade wieder on the road zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, die nächste Offroad-Strecke würde für uns herausfordernd werden. Ein wirklicher Offroad-Fan wird sich darüber vermutlich kaputt lachen. Aber uns war eigentlich nicht zum Lachen zumute. Wir konnten insgesamt 4 verschiedene psychologische Phasen festmachen. Phase 1: Verdrängung. Ja, das ist die Straße. Bleibst du? Phase 2: Scheidungsgedanken. Bildstabilisierung sei Dank, sieht man die Erschütterung dieser Schotterstrecke eigentlich kaum auf dem Bild. Ein bisschen kann man es unten am Zittern des Kamerahalters erahnen. Jetzt nicht schafft, auf die Offroad-Strecke zu fahren. Das ist das notwendig. Noch mal hinzu. Nein, du willst es doch. Mach. Falls ihr mal in solch eine Situation kommt, ein einfacher Tipp: macht mal Pause. Also Bilanz nach Kilometer 5. Nervenaufreibend, langsam, aber machbar. Aber vom Dreck her schon heftig. Aber für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn einem noch LKWs entgegenkommen. Let's go. Eigentlich müsst ihr jetzt nicht immer aus dem Kopf kommen. Die ist für eine gute Idee. Hi, hier spricht die Stimme aus dem Off. Sorry, aber ich muss leider sagen, das war die geilste Idee, die wir auf diesem Urlaub hatten. Also die Strecke ist halt hier zu 80-90% bis jetzt geschottert, Schlaglöcher übersät. Man kann um die Schlaglöcher so ein bisschen drin rumfahren. Es sind nicht so tiefe Schlaglöcher, als dass man jetzt ernsthaft irgendwo Gefahr laufen würde, aufzusetzen oder komplett mit dem Schlagzeug zu verschwinden. Und ich habe bis jetzt, toi toi toi, Holz geklopft, auch noch keine Traktionsprobleme, durchdrehenden Reifen oder ähnliches gehabt. Und so macht sich mittlerweile im Fahrerhaus die Phase 3 breit. Phase 3: Sarkasmus. Für die Toilette, für die.
die Angstschiss haben. Die sich vor Angst einscheißen, die können da mal hier schnell raus. Oh, die haben Alkohol da. Und so macht sich schließlich Phase 4 bereit. Phase 4: Akzeptanz. Anbieten. Als ob eine göttliche Prüfung zu Ende ist, wechselt die Strecke nun auf Asphalt und bleibt tippitoppi geteert bis zum Ende nach Koman. Die Kurven bleiben allerdings. Wir landen am Camp Komani, sichern uns den Platz mit der besten Aussicht. Danach machen wir uns noch mal kurz auf den Weg und gucken uns das Treiben an der Koman-Fähre an. Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load. Und so genießen wir den Abend mit einer schicken Aussicht und leise zu uns hochschallenden House-Sounds von der Beachbar unten am See. On a time, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen uns jetzt auf eine Bootstour durch das, Florian? Auf dem Komansee, Shana River ist dann der Endpunkt und da wollen wir dann 3 Stunden verweilen und dann geht es zurück. Man nennt es auch das Thailand Albaniens. Ich bin gespannt und dahin nehmen wir euch jetzt mit. Bis gleich. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for it. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Der Komansee ist übrigens kein natürlicher See, sondern ein gigantischer Stausee. Er erstreckt sich über knapp 12 Quadratkilometer
und schlängelt sich durch eine schmale Schlucht mit über 1000 Meter hohen Steilwänden. Und er ist ein echter Energieriese. Das Wasserkraftwerk Koman ist Herzstück der albanischen Stromversorgung. Gemeinsam mit den anderen Wasserkraftwerken am Drinnenfluss deckt er den Hauptteil der albanischen Stromversorgung. Während die Koman-Fähre nach Fierce weiter geradeaus fährt, biegen wir nach links in den Shala River ab. Hier werden die Wasserfarben intensiver, die Schluchten steiler und die Zugänglichkeit schwieriger. Die letzten Meter müssen wir umsteigen in ein Boot, was weniger Tiefgang hat und besser manövrierbar ist. Falls jemand eine Idee hat, wie der Bagger ohne Straßenzufahrt hier hingekommen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Zum Abschluss gibt es nochmal die Koman-Fähre zu sehen, die einen rüber nach Fierce bringt, wenn man weiter Richtung Valbonatal oder Kosovo möchte. Dadurch, dass die letzten 2 Tage die Sonne geschienen hat, ist der Rückweg deutlich weniger schlammiger und wir sind auch etwas entspannter, weil wir wissen, was uns erwartet. So, Asphaltstraße zu Ende, wir gehen rein. Aber jetzt seid ihr an der Reihe. Habe ich zu viele Overlanding- und Reise- und Offroad-Videos gesehen, um die Grenzen des Möglichen mit einem vorderradgetriebenen Fahrzeug überschätzt? Oder gehören das nächste Mal in die Ausstattung vielleicht Sandboards, ein Kompressor und ein Bergeseil? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über ein Like. Und wenn ihr die nächste Reise nicht verpassen wollt, dann freuen wir uns noch mehr über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.